Hallo zusammen, heute teste ich den neuen Blue Pure Minimax von Blueair. Dieser kompakte Luftreiniger ist perfekt für kleine Räume und sorgt für frische, saubere Luft, ohne dabei viel Platz einzunehmen. Und ich kann dir jetzt schon verraten, er hat deutlich mehr Power, als ich erwartet habe. Der Minimax wird zusammengebaut geliefert und hat wählbare Stromanschlüsse für Europa, Asien und Australien. Der erste Eindruck ist sehr positiv. Mit einem Gewicht von nur 1,3 Kilogramm und einer Höhe von 29 cm ist er extrem kompakt und passt perfekt auf jeden Schreibtisch oder andere Teile des Raums. Das Design ist minimalistisch und modern, was ihn zu einem echten Hingucker macht. Bevor wir gleich die Leistung testen, zeige ich dir kurz das Innenleben. Am Lüfterauslass befindet sich der Lüftermotor. Dieser lässt sich einfach herausdrehen. Darunter liegt ein Lärmschutz, der die Lüftergeräusche etwas dämmen soll. Der Gewebe-Vorfilter ist waschbar und kann einfach abgezogen werden. Dahinter versteckt sich der Partikel- und Aktivkohlefilter und mehr braucht ein Luftfilter nicht. Genauso einfach wie er auseinandergebaut wird, kann er auch wieder zusammengebaut werden. Bedient wird der Minimax über die Touch-Tasten. Du hast einmal die Start- und Standby-Taste. Tippst du diese an, startet das Gerät und hältst du sie für 5 Sekunden gedrückt, aktiviert sich die Kindersicherung. Darüber befindet sich eine Filterwechselanzeige, die dich an den Filterwechsel erinnert. Dieser sollte je nach Nutzung alle 6 Monate für eine optimale Leistung ersetzt werden. Ein Filter liegt preislich ungefähr bei 12 bis 15 Euro. Die 2-Tastensteuerung funktioniert insgesamt gut und intuitiv. Das Display blendet nach kurzer Zeit automatisch ab. Kommen wir zu meinem Lautstärke- und Stromtest. Hier messen wir alle 3 Stufen mit einem Dezibel-Messgerät. Nebenbei habe ich heute Morgen noch den Stromverbrauch gemessen, was ich dir auch einblende. Auf Stufe 1 ist es mit 32,5 Dezibel nicht hörbar, außer du bist sehr nah dran. Dabei hat er gemessen nicht mal 1 Watt Stromverbrauch. Ich habe es auch schon nachts im Schlafzimmer getestet und es hat super funktioniert. Auf Stufe 2 wird der Luftreiniger mit 40 Dezibel hörbar, aber noch im angenehmen Bereich. In dem Modus verbraucht er gerade mal 2 Watt. Auf Stufe 3 merkt man die Power des Geräts und es wird dementsprechend laut mit 51,5 Dezibel. Hier misst es einen Stromverbrauch von 8 bis 9 Watt, was bei einem Strompreis von 30 Cent pro Kilowattstunde etwa 0,25 Cent pro Stunde beträgt. Es soll die Luft in einem 20 Quadratmeter Raum in 30 Minuten reinigen. Insgesamt ist der Luftreiniger also sehr sparsam. Damit du die Stärke des Minimax einschätzen kannst, mache ich hier den Papiertest, der dir erstens den Sog des 360 Grad Lufteinlass und zweitens die Gebläsestärke auf den 3 Stufen demonstrieren soll. Der Luftreiniger zieht hier im kompletten grauen Bereich rundum Luft ein, um diese durch die Filter zu jagen und bläst die gefilterte Luft oben wieder in den Raum. So entsteht eine sehr gute Luftzirkulation und der Prozess soll mindestens 99,97% der Luftpartikel bis zu 0,1 Mikrometer filtern und somit aus der Luft entfernen. Das ist etwa so klein wie ein Zehntel eines menschlichen Haares und gefiltert werden dadurch Bakterien, Pollen, Staub, Tierhaare, Schimmel, Rauch, Chemikalien, Kochgerüche und einige Viren. Auf Stufe 1 hat er einen schwächeren Sog- und Luftstrom. Dieser eignet sich, ihn tagsüber oder nachts nebenbei laufen zu lassen. Die Luftreinigung dauert dementsprechend lange. Auf Stufe 2 sieht man schon eine ordentliche Steigerung. Die Stufe hatte ich beispielsweise auch auf einer Party laufen. Da übertönen die Gespräche die Geräusche locker. Man kann es aber auch so im Hintergrund im Büro ohne Probleme laufen lassen, da das gleichmäßige Geräusch zumindest auf mich nicht wirklich störend wirkt. Auf Stufe 3 hat er richtig Power und die Stufe lohnt sich, wenn du schnell die Luft in einem Raum reinigen willst. Du kannst es auch gut eine halbe Stunde vor dem Schlafengehen laufen lassen und anschließend auf Stufe 1 reduzieren oder ausschalten. Beim Arbeiten wäre mir die Geräuschkulisse zu laut, auf der anderen Seite reicht in einem kleinen Raum auch Stufe 1 oder 2. Kommen wir zu meinem Fazit. Insgesamt bietet der Blueair Pure Minimax mit seiner kompakten Größe eine beeindruckende Leistung und ist dabei energieeffizient. Ich bin jemand, der schnell die Nase zu hat und seitdem ich den Luftreiniger im Büro laufen lasse, merke ich, wie die Luft im Raum frischer und meine Nase frei ist.
In der Anschaffung liegt das Modell bei ca. 70 bis 80 Euro, was in meinen Augen für die Leistung ein fairer Preis ist. Ich habe den Link zum Produkt in die Beschreibung gepackt, falls du schon mal reinschauen willst, was der Minimax noch so alles kann. Mein einziger Verbesserungsvorschlag wäre ein integrierter Timer. Auf Stufe 1 ist er so leise, dass man schnell vergisst, dass er noch läuft. Ist zwar nicht wirklich schlimm, da er kaum Strom zieht, aber das ist das Einzige, was ich bei dem Gerät vermisse. Ansonsten ist es wirklich ein sehr gutes Produkt, das sich in jede Umgebung integrieren lässt und die Lebensqualität bei mir definitiv verbessert. Daher kann ich es voll und ganz empfehlen. Danke dir fürs Zusehen, falls du eine Frage hast, schreib sie gerne in die Kommentare. Danke auch an Blue Air, dass ich das Modell testen durfte. Bis zum nächsten Video, alles Gute.